der Boot-Geopfad im Landkreis Teltow-Fläming. Hier ist die Route zu sehen. Von Sperrenberg führt er dann bis nach Klausdorf. Wozu das Ganze? Im Vordergrund steht die Vermittlung von bodenkundlichem und geologischem Wissen, das mehr Verständnis für unsere Umwelt und den achtsamen Umgang mit der begrenzten Ressource Boden fördern möchte. Mit dem Bodengeopfad soll der Wert und die Bedeutung dieses Naturgutes vermittelt werden. Zugleich wird auf die geologischen und regionalen Besonderheiten eingegangen. Parken kann man hier in Sperrenberg in der Gipsstraße am Beginn des Geopfades, direkt hier am Straßenrand. Da hinten stehen wir. Für 2, 3 Autos ist hier Platz. Das Gelbe hier im Wasser, das ist von dem Blütenstaub der Kiefern. Wir hatten seit Wochen keinen Regen und nur Wind und haben eine extreme Staubbelastung dieses Jahr. Mit der dauerhaften Besiedlung dieser Region im 13. Jahrhundert begann auch der Gipsabbau. Der Gipsstein fand Verwendung als Baumaterial im Kloster Zinna, im Burgfried von Luckenwalde sowie auf der alten Burg zu Zossen. Im 17. Jahrhundert stieg der Bedarf an Gips durch die Residenzstädte Potsdam und Berlin. Oh. Guck dir mal die Sauerei an. 1924 wurde der Gipsabbau infolge erheblicher Geländeabsenkungen und Gebäudeschäden eingestellt. 1946 wurde der Abbau wieder aufgenommen und 1958 aus den gleichen Gründen wieder eingestellt. Inzwischen sind die meisten Gipsgruben mit Wasser gefüllt und bilden wunderschöne Seen. Ja, dass hier mal Bergbau betrieben wurde, ist gar nicht mehr zu sehen. Das ist eine richtige Naturidylle. Eine neckische Idee. Links vom Weiten, da sitzt einer. Hier geht der Wanderweg ein Stück auf dem 66-Seen-Wanderweg entlang.
das richtig deute, sind wir hier am Faulen Luch. Der ganze Bodengeofahrt geht ja dann hier hoch nach Klausdorf, Klausdorf rum wieder zurück. Wir schummeln heute ein bisschen, wir gehen hier wieder zurück, fahren dann mit dem Auto nach Klausdorf und gehen dann dort unsere Runde. Es ist nämlich heute sehr heiß und schwül. Vorhin sind wir da unten lang gegangen, am Feldrand. Genau, und jetzt sind wir hier oben. Unter diesem See befand sich das bis 1886 tiefste Bohrloch der Welt. Die Bohrung reichte 1217,6 Meter in die Tiefe. Bei dieser Bohrung entdeckte man, dass die Temperatur im Erdinnern alle 33,7 Meter um 1 Grad Kelvin ansteigt. Bis dahin glaubte man, dass die Erde im Innern kalt ist und nur an der Oberfläche durch die Sonne erwärmt wird.
Da steht da. Das ist der perfekte Parkplatz für diese Gipsbrüche Runde. Wenn man genau hier wieder runterkommt. Hier sind wir vorhin gestartet. Das ist der Ringofen von der alten Ziegelei. In Sperrenberg wurde Gips abgebaut und in Klausdorf Ton. Tonvorkommen bis an die Erdoberfläche ermöglichten hier bereits vor dem Dreißigjährigen Krieg eine Ziegelproduktion. Ab 1868 sind die ersten großen Ziegeleien errichtet worden. Auf dem Wasserweg wurden die Ziegel hauptsächlich nach Berlin transportiert. In der Hochzeit der Ziegelproduktion wurden in Klausdorf bis zu 50 Millionen Ziegel jährlich produziert. Mitte der 1990er Jahre wurde die Ziegelproduktion beendet. Stockduster da drin und eiskalt. Ja, aber ich kriege in sowas Beklemmung. Ich kann da nicht rein. Ich bedenke, dass mein Urgroßvater hier Ziegelmeister war, 1868, 80. Vielleicht hat er hier an dem Ofen gearbeitet. Das ist die Ruine von einem Ziegeleigebäude.
So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Jetzt geht es erstmal unter die Dusche. Heute ist Schwitzewetter. Genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mitkommt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, frisch und munter. Und tschüss. Tschüss.